Dein Deutsch-Zusammenklang. Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich. In alten Zeiten, als Wünsche noch helfen konnten, lebte ein König. Er hatte mehrere Töchter. Die jüngste Tochter war die schönste. So schön, dass sogar die Sonne oft staunte, wenn sie ihr ins Gesicht schien. Nahe beim Schloss des Königs war ein großer, dunkler Wald. In diesem Wald war eine alte Linde, und darunter stand ein Brunnen. Wenn der Tag sehr heiß war, ging die Königstochter in den Wald. Sie setzte sich an den Rand des kühlen Brunnens. Manchmal hatte sie Langeweile. Dann nahm sie eine goldene Kugel, warf sie hoch in die Luft und fing sie wieder. Dieses Spiel gefiel ihr sehr. Eines Tages passierte etwas Trauriges. Die goldene Kugel fiel nicht in ihre offene Hand, sondern rutschte vorbei. Sie schlug auf die Erde und rollte in den Brunnen. Die Königstochter sah ihr nach, aber die Kugel verschwand. Der Brunnen war sehr tief, man konnte den Boden nicht sehen. Die Königstochter fing an zu weinen, sie war sehr traurig und konnte sich gar nicht trösten. Während sie weinte, hörte sie eine Stimme. »Was hast du, Königstochter? Du schreist, als müsste sich ein Stein erbarmen.« Sie schaute sich um und sah einen Frosch. Er streckte seinen dicken, hässlichen Kopf aus dem Wasser. »Ach, du bist es, alter Wasserpatscher«, sagte sie. »Ich weine, weil meine goldene Kugel in den Brunnen gefallen ist.« Der Frosch antwortete, »Sei still und weine nicht. Ich kann dir helfen. Was gibst du mir, wenn ich deine Kugel heraufhole?« Die Königstochter dachte kurz nach. Sie war verzweifelt. Dann sagte sie, »Alles, was du willst. Meine Kleider, meine Perlen und Edelsteine, auch meine goldene Krone.« Aber der Frosch sagte, »Deine Kleider, Perlen, Edelsteine und deine Krone will ich nicht. Aber wenn du mich lieb hast, wenn ich dein Spielkamerad werde, an deinem Tisch esse, aus deinem Becher trinke und in deinem Bett schlafe, wenn du das versprichst, hole ich dir deine Kugel.« Die Königstochter versprach alles, wenn nur die Kugel zurückkäme. Sie dachte aber, was der Frosch redet, er wohnt im Wasser, quakt und kann kein Freund eines Menschen sein. Der Frosch tauchte unter Wasser, verschwand. Nach einer Weile kam er zurück. Er hatte die Kugel im Maul und warf sie ins Gras. Die Königstochter war überglücklich, hob die Kugel auf und lief sofort weg. »Warte, warte«, rief der Frosch, »nimm mich mit, ich kann nicht so schnell laufen wie du.« Aber sie hörte kaum hin. Sie lief nach Hause und vergaß den armen Frosch. Er musste zurück zum Brunnen gehen. Am nächsten Tag saß die Prinzessin mit dem König und allen Hofleuten beim Tisch. Sie aß von ihrem goldenen Teller. Plötzlich hörte sie Geräusche. Plitsch, platsch, plitsch, platsch. Etwas kroch die Marmortreppe hinauf. Oben angekommen, klopfte es an die Tür. »Königstochter, Jüngste, mach mir auf, weißt du noch, was du gestern versprochen hast?« Sie lief zur Tür und öffnete sie, und dort war der Frosch. Schnell schloss sie die Tür wieder, sie war sehr erschrocken. Der König sah, dass sie große Angst hatte. Er fragte, »Mein Kind, wovor fürchtest du dich?« »Nicht vor einem Riesen, sondern vor einem hässlichen Frosch.« »Was will der Frosch von dir?« fragte der König weiter. Sie erzählte, »Gestern im Wald fiel meine goldene Kugel in den Brunnen. Der Frosch hat mir versprochen, sie zurückzubringen, und ich habe versprochen, dass er bei mir Freund sein darf. Ich dachte nur, dass er im Wasser bleibt, aber jetzt ist er draußen und will zu mir rein.« Da klopfte es wieder. »Königstochter, Jüngste, mach mir auf, weißt du noch, was du gestern versprochen hast?«
Der König sagte: »Was du versprochen hast, das musst du halten. Geh und mach ihm auf.« Sie ging und öffnete die Tür. Der Frosch hüpfte herein, er folgte ihr bis zu ihrem Stuhl. Er rief: »Heb mich herauf, setz mich zu dir.« Die Königstochter zögerte, aber der König befahl ihr, ihn heraufzunehmen. Sie setzte ihn auf den Stuhl, er wollte auch auf den Tisch. »Schieb mir dein goldenes Tellerlein näher, damit wir zusammen essen.« Sie schob den Teller, obwohl sie nicht wollte. Der Frosch aß genüsslich, aber die Prinzessin hatte ein ungutes Gefühl. Bald sagte der Frosch: »Ich bin satt und müde. Trag mich in dein kleines Zimmer und mach dein seidenes Bett fertig. Da wollen wir schlafen.« Die Königstochter begann zu weinen vor Ekel und Angst. Sie wollte den kalten Frosch nicht berühren. Der König aber wurde zornig. »Wer dir geholfen hat, als du in Not warst, den sollst du nicht verachten.« Sie packte den Frosch mit 2 Fingern, trug ihn hinauf und setzte ihn in eine Ecke. Aber als sie bald schlafen wollte, kroch der Frosch zu ihr und sagte: »Ich bin müde wie du. Heb mich herauf, oder ich sage es deinem Vater.« Da wurde sie richtig wütend. Sie holte ihn herauf und warf ihn mit aller Kraft gegen eine Wand. »Jetzt wirst du Ruhe haben, du hässlicher Frosch!« In diesem Moment geschah etwas Wunderbares. Der Frosch war kein Frosch mehr. Er wurde ein junger Prinz, schön und freundlich. Er sagte: »Eine böse Hexe hat mich verzaubert. Nur du konntest mich erlösen. Morgen gehen wir zusammen in mein Königreich.« Am nächsten Morgen weckte die Sonne sie. Ein Wagen fuhr heran, gezogen von 8 weißen Pferden. Auf den Pferden waren weiße Federbüsche, und sie trugen goldene Ketten. Hinter dem Wagen kam der Diener des jungen Königs, das war der treue Heinrich. Heinrich war sehr traurig gewesen, als sein Herr ein Frosch war. Er hatte 3 eiserne Bänder um sein Herz haben legen lassen, damit es nicht vor Traurigkeit zerbrach. Der Wagen holte den jungen König ab, Heinrich half ihm hinein und stellte sich hinten an den Wagen. Er war sehr glücklich, dass sein Herr erlöst war. Als sie fuhren, hörte er Geräusche hinter sich. Es krachte. Er dachte, der Wagen bricht, aber es war kein Wagen, es waren die eisernen Bänder um Heinrichs Herz. Sie zerbrachen eins nach dem anderen, weil sein Herr jetzt frei war und glücklich. Und so lebten der junge König und die Prinzessin glücklich zusammen. Und Heinrich hatte keine Angst mehr, dass sein Herz zerbräche. Die Königstochter weinte, weil die goldene Kugel in einen Teich gefallen war. Der Frosch wollte die Kleider, Perlen und Edelsteine der Königstochter als Belohnung. Der König befahl seiner Tochter, das Versprechen, das sie dem Frosch gegeben hatte, zu halten. Die Prinzessin verwandelte den Frosch zurück in einen Prinzen, indem sie ihn wütend gegen eine Wand warf. Der treue Heinrich legte eiserne Bänder um sein Herz, um seine Freude über die Erlösung seines Herrn zu zeigen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn dir dieses Video gefallen hat und du mehr über Deutschlernen erfahren möchtest, abonniere, teile und gib ein Like. Vergiss nicht, die Glocke zu aktivieren, damit du über neue Videos informiert wirst. Deine Unterstützung hilft diesem Kanal sehr. Danke, dass du dabei bist.